Der Rang eines Künstlers misst sich nicht an dem, was er schafft, sondern an dem, was er abschafft. Den Haro habe ich wahrscheinlich kennengelernt in der Galerie 22 in Düsseldorf. Das waren wohl so die Zusammenhänge. Durch Jean-Pierre Wilhelm habe ich Haro Lauhus kennengelernt und durch Haro Lauhus Mary Bauermeister. Stellte sich natürlich heraus, bei der Mary kann man was machen. Nicht? Die lädt Publikum ein, da kann man Kompositionen präsentieren und da kann man diskutieren. Und die Idee, dass ich da ein Manifest verlesen soll, war allerdings von ihr. Die war nicht von mir. Und dass ich zunächst Vorbehalte gegen diesen Auftrag von Mary hatte, das merkt man, glaube ich, dem Beginn des Textes, wenn ich ihn jetzt hier liegen sehe, noch an. Die Gründe, die dagegen sprechen, heutzutage etwas Manifestäres zu äußern, sind so schneidend, dass prohibitiv gar kein Ausdruck ist. Also das sind, glaube ich, die Vorbehalte, die ich gegen den Auftrag hatte, eingeflossen. Und der ganze erste Absatz des Textes ist wohl ein Wegräumen meiner eigenen Vorbehalte dagegen, ein Manifest zu schreiben und zu verlesen. So relevant freilich ist Kunst nicht. Was sie eigentlich immer noch soll, nachdem sie jede offenbare gesellschaftliche Funktion eingebüßt hat, weiß niemand mehr genau anzugeben. Der Verdacht ist nicht abzuwehren, es werde noch Kunst gemacht, einzig aus Tradition, weil dies so eingerissen ist, und zwar teils aus jener Tradition, die Gustav Mahler als Schlamperei definierte, teils aus der allerdings gar nicht so schlechten, die seit je einen Negationszusammenhang darstellte, eine Genealogie des Umsturzes, auf die man sich berufen durfte, wenn man sich überhaupt noch positiv auf etwas berufen könnte, ohne es spätestens dadurch endgültig auf den Hund zu bringen. Weiter hilft vielleicht die Überlegung, dass es Kunst, den verbindlichen ästhetischen Gegenstand, nicht immer gab. Dass es ihn nicht immer geben wird, liegt heute oben auf, denn in der gegenwärtigen Produktion wird allenfalls noch mit rätselhaft respektierten Resten davon gearbeitet, deren Verschwinden vorauszusehen. Der Gedanke ist gar nicht von mir, sondern von Hegel. Der ist von Hegel. Die Aufhebung der Kunst in der Erkenntnis. Dass die Erkenntnis über die Kunst hinausreicht und die Kunst dann also irgendwann in der Philosophie aufgehen wird und als selbstständige Sparte nicht weiter betrieben wird. Der Absatz beginnt mit der Feststellung, dass sie keine gesellschaftliche Funktion mehr hat. Nicht, die sie einst hatte in der Kirche zum Beispiel oder bei Hofe. Oder die sie immer noch hat, natürlich in Form der Unterhaltungsindustrie. Da wäre ich aber mir fürs Abschaffen. Der Sinn der Kunst nicht mehr in einem außer ihr selbst gelegenen Zweck liegt, sondern in ihr selbst, wird sie dadurch in gewisser Weise auch ausgehöhlt. Und sie eine Berceuse ist ein musikalisches Gebilde, das die Funktion hat, Kinder einzuschläfern. Und solange es so etwas gab, konnte man eine gute und eine schlechte Berceuse unterscheiden nach der Zuverlässigkeit ihrer Wirkung. Die Berceuse von Chopin hingegen dient nicht mehr dazu, Kinder einzuschläfern, sondern ist eine autonome Komposition, die große Aufmerksamkeit vom Hörer verlangt, also große Wachheit. Und wer da einschliefe, wäre entweder übermüdet oder ein Barbar. Also die Funktion ist damit weg. Das ist natürlich ein Text von damals. Heute würde ich einen Text mit dieser Tendenz
und nicht mehr schreiben. Eines ist allerdings geblieben. Aus dieser Zeit stammt auch mein Diktum: Der Rang eines Künstlers misst sich nicht an dem, was er schafft, sondern an dem, was er abschafft. Und dazu stehe ich eigentlich immer noch. Ja. Das klingt auch hier schon an, wenn ich sage, also Tradition in einem authentischen Sinn ist ein Negationszusammenhang. Also Überlieferung ist in sich selbst kritisch. Wenn sie das nicht ist, ist sie Schlamperei. So viel jetzt zur Interpretation dieses Absatzes. Als sie merkte, dass ich da einen gewissen Widerstand habe, dann, ja, ich glaube, da brachte sie dann schon das Honorar ins Spiel. Ich bin für den Text honoriert worden. Aha. Geld habe ich gebraucht. Und sie hatte damals auch keines, aber irgendwie hat sie es aufgetrieben. Ich weiß nicht genau woher. Ich nehme an, dass das eine Spende von Ernst Brücher war, die ihr ermöglicht hat, mich sehr gut zu honorieren für dieses Manifest. Das habe ich in Köln einmal gelesen bei Mary Bauermeister und dann im Herbst, das war ich weiß nicht mehr das Datum, natürlich in Stockholm. Und die hatten damals Namjoon Paik nach Stockholm eingeladen mit mehreren Kompositionen, die er selbst aufführte, darunter auch die berühmte Hommage an John Cage, wo er das Klavier umwirft und in der großen Version auch Zuhörer mit Rasierseife einseift und einem die Krawatte abschneidet. Eine Idee, auf die einmal durch die Kölner Weiberfastnacht gekommen sein dürfte. Also es ist ein Kastrationssymbol. Ne? Auch. Ja, sicher. Ja. Zur Weiberfastnacht, da herrschen die Weiber und kastrieren die Männer. Nicht? Das ist symbolisch. Also dieses Programm fand bei Fylkingen in Stockholm statt und da hat man mich eingeladen, dieses Manifest noch einmal zu verlesen. Und zwar nicht als Einführung in den Paik-Abend, sondern als eine Programmnummer zwischen den Paik'schen Kompositionen. Wie Cage, der normalerweise keine Krawatte trug, hier zu Ehren von, ja, auch zu Ehren von Paik und zu Ehren von Mary, also sich in eine gewisse Garderobe steckte, die er so mit hatte, aber Gott, er hat sich irgendwie hergerichtet, als ob Sonntag wäre. Ne? Und die Krawatte hat dran glauben müssen. Das war außerordentlich ungezwungen bei ihr. Da zog jeder an und aus, was er wollte. Und das war überhaupt eine sehr ungezwungene Atmosphäre bei ihr und die ganze Geselligkeit, die dort blühte, vor allem Künstler natürlich, hatte dieses ungezwungene Freie. Und Cage muss sich was Besonderes dabei gedacht haben, also da will er mal so ganz gut angezogen auftreten. Das war eine Pointe, ne? Eine vielleicht etwas ironische Pointe. Nun gut, also jedenfalls normalerweise trug Cage keine Krawatte. Und als er mal eine trug, wurde sie ihm abgeschnitten. Und das im Rahmen der Aufführung einer Komposition, die ihm gewidmet war, deren Titel schon lautet Hommage an John Cage. Nicht nur gewidmet, sondern die Widmung ist der Titel des Werks. Ich habe das damals gedeutet als einen Ausbruch der Kunst aus dem abgezirkelten ästhetischen Bereich.